Hi, ich bin Alper Dostal, Designer und 3D-Artist. Meine Arbeiten bewegen sich zwischen visuellen Konzepten, Kunst, Design und 3D-Typografie. Ich entwerfe Grafiken für persönliche Projekte sowie für kommerzielle Kunden wie Teka, General Electric und Samsung. Ich liebe es, meine Ideen und Vorstellungen mit Hilfe von 3D zu zeichnen. Vor allem physikalisch Unmögliches zu visualisieren fasziniert mich, wie zum Beispiel schmelzendes Holz oder Beton, das sich wie Gummi verhält. Ich lasse mich oft vom Minimalismus inspirieren oder auch von Kontrasten wie technisch und organisch oder matt und glänzend. 3D-Software, insbesondere Blender, sind ein hervorragendes Werkzeug dafür. Ich würde meinen Stil als surreal, ästhetisch und etwas absurd beschreiben. In diesem Domestika-Kurs wirst du lernen, wie man einen Buchstaben im modularen Aufbau in Blender modelliert und diese in elegante Lichtszenen setzt. Als Abschlussprojekt wirst du einen 3D-Buchstaben gestalten, der nicht nur gut aussieht, sondern auch eine kleine Geschichte erzählt. Als allererstes lassen wir uns inspirieren und sammeln Ideen für unser Projekt. Anschließend zeige ich dir, worauf ich bei der Farbwahl achte und welche Tools mir dabei helfen können. Als nächstes erkunden wir ein paar Einstellungen in Blender, die das Arbeiten optimieren. Dann modellieren wir die ersten Elemente und Module für unseren Buchstaben und verfeinern die Form mit Hilfe von Curves. Danach erstellen wir einige Materialien bzw. Shader sowie prozedurale Texturen für unser Modell. Anschließend kreieren wir den Hintergrund und wählen die passende Beleuchtung für unsere Inszenierung. Nachher zeige ich dir, wie du mit Effekten dein Bild noch realistischer darstellen kannst, bevor wir es gemeinsam rendern und in Photoshop bearbeiten. Zum Schluss gehe ich noch auf die Vorteile des modularen Aufbaus ein. Zum Ende dieses Kurses wirst du in der Lage sein, einfache Buchstaben in spielerische 3D-Objekte zu verwandeln. Um mitzumachen, brauchst du einen Computer mit Blender und Photoshop. Verwandle deine verrücktesten Fantasien in 3D-Kunst.